Jo, moin, der Flüt und auch heute liebe Landratten und Rädchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play StarTrek in der Romulaner Kampagne. Ich bin Arno und mit mir dabei ist der Toni. Hallo, hallo. So, weiter geht's. Oberflächenspannung. Letzte Mission aus der Dyson-Sphäre. Genau. Die Streitigkeiten über, wer die Kontrolle über die Dyson-Sphäre hat, ich glaube, das ist eine über zu viel. Und was mit den Undinen geschehen soll, droht das Dyson-Oberkommando zu zerstören. Admiral Tuvok hat ein Gipfeltreffen in der Sphäre organisiert, in der hoffentlich einige Fragen gelöst werden sollen. Ihre Anwesenheit wird ergebenst erbeten. Rufen. Redet er bei dir? Nö. Na toll. Kürzliche Ereignisse haben die Bedrohung durch die Undinen verdeutlicht. Die Bewohner des Flüssigraums haben mit ihren Gestaltwandlungs- und Telepathiefähigkeiten verschiedene galaktische Mächte infiltriert. Um dieser Bedrohung eine gemeinsame Streitmacht entgegenzubringen, habe ich eine Versammlung einberufen, wie die verschiedenen Regierungen des Alpha- und Beta-Quadranten die Gefahr der Undinen erkennen und beseitigen sollen. Die Konferenz wird in der Dyson-Sphäre abgehalten. Die Kontrolle über diese wird derzeit noch von der Föderation, dem Klingonischen Reich und der Romulanischen Republik verhandelt. Aber ich glaube, dass die Sphäre gegenüber den Undinen eine Nebenrolle einnehmen sollte. Ihre Erfahrungen könnten eine wertvolle Perspektive und einen schlichten Einfluss beitragen. Bitte wohnen Sie dieser Konferenz als Repräsentant der Föderation bei. Ja, diese Mission kann nur als Einzelspieler abgeschlossen werden. Ja. Von daher gehen wir gleich wieder getrennte Wege. Ja. Aber danach hört es ja hoffentlich auf damit, ne? Delta-Quadrant ist ja, glaube ich, nur zusammen. Nee, leider nicht. Also die erste ist auf jeden Fall getrennt. Mit Bus auf der Voyager bist du so ein paar dazwischen auch. Erst dann wieder, wenn der Ikonianische Krieg ist dann wieder zusammen. Okay. Ja. Akzeptieren. Beginn Oberflächenspannung. Komischerweise müssen wir zusammen reinbeamen, wa? Ja, naja. Und der Ladebildschirm. Dauert jetzt aber wieder länger, ne? Es hat eine Zeit lang war mal ganz gut, jetzt ist schon wieder... Bin mal gespannt, ob sie die Beleuchtung nochmal geändert haben, weil ich habe das zwischenzeitlich schon mal gespielt und da war das irgendwie ein bisschen düster. Weil sie nicht genug Lichtquellen in dem Ding hatten. Die dunkle Seite. Last time on StarTrekOnline. We are fighting a war on multiple fronts. We have to consider the Borg, the Undine, and the Romulans, as well as the Klingons. I see now my deception has been exposed. Starfleet has lost too many ships and too many good men and women to a fight we now know was caused by Iconian and Undine influence. Is that... An Iconian gateway? Yes, I believe it is. Into the gateway, now! Are all those markers Iconian gateways? Sir, we've been scanning the gateway. The monitors on the bridge are all showing an Omega. Welcome to the Delta Quadrant. We are within the Solanae Dyson sphere, a spherical structure built around a star. We now know why the sphere generates vast amounts of Omega particles. It is designed to use those particles as fuel to jump to any area of space. It now appears that the Genolan sphere had the same jump capabilities as the Solanae, and moved to this location. You're not Cooper. We will repel the Undine, and survive to warn the Alpha Quadrant of the renewed threat. The Undine are a threat to us all. I propose a summit. We must decide together what we must do to protect the Alpha Quadrant. Our disputes may need to be put aside in the face of a greater enemy. And now the continuation. Welcome to the Delta Quadrant. I will admit that I did not expect to be here with Voyager again. It is agreeable. Thank you for agreeing to attend this conference and supporting my position on the Undine. However, reaching a consensus today will be difficult.
Many different agendas will be represented here today. I will speak to you in person shortly. Tuvok out. Welcome to the Janolan Dyson Sphere. Please beam down to these coordinates. Wirkt aber immer noch dezent dunkel. Mhm. Ja, aber schon besser. Vorher war es ganz duster. Also sie haben ja jetzt diese Lichter oben an den Wänden da eingeführt. Und vorher waren die glaube ich, gar nicht da. Auch nicht? Okay. Mhm. Ich hoffe, ich habe nicht bei den zweiten Teil von der Animation reingequatscht. Weil da hatte ich noch Ladebildschirm. Nee, da hat Tuvok nur gerade dieses Portal durchquert. Ah, okay, ups. Also daher passt schon. Okay. Mit Commander Jarok sprechen. I'm glad to have you here. This conference is a significant opportunity for our people. But given our relatively new position, I feel it can be hard to get the other galactic powers to see us as anything more than helpless refugees. That needs to change. Please follow me to the conference room. I have a feeling we have a long day ahead of us. Commander, führen Sie uns. Ich wollte gerade sagen, geht ihr auch mal los? Ich habe auch überlegt. Oh ja, viel besser. Ja? Mhm. Vorher war es richtig düster. Du hast halt keine extra Lichtquellen gehabt. Okay. Mit Tuvok sprechen? Mhm. It is my sincere hope that the Romulan Republic will join the galactic community in addressing the threat posed by the Undine. This is also an opportunity to open dialogues regarding other pertinent matters. I would recommend assisting your pro-council while we complete our final preparations. The talks will begin shortly. Fortsetzen. Mit Prokonsul Detan sprechen. I have some concerns about this conference, but I am sure that you will be able to allay them. My only goal is to ensure that our people's desires are not overlooked. I would be gratified if you would assist me with the following issues. Weiter. What transpires at this conference may not be accurately represented later. In order to prevent other parties from abrogating their agreements, place recording devices so the Republic will have its own records of what transpires here. This will not only protect Romulan interests, it will protect our allies. As a neutral party with full records, this conference should not be a new source of conflict for the Klingons and Federation. Weiter. The other groups here will have their own secret goals. Please monitor communications so that the Republic is not surprised by any of their demands. You should be able to use one of the consoles set up for the conference. Machst du? Ja, klar. Ich werde unser Volk mit Nachdruck repräsentieren, pro Konsul. Okay. Was soll ich jetzt machen? Steht hier bei mir jetzt noch? Ja, das klicke ich auch gerade an. Ich dachte, okay. Ich lese es mal schnell durch. Was auf dieser Konferenz beschlossen wird, wird später vielleicht anders dargestellt, damit keine der Parteien die Worte zu ihren Gunsten verdreht, mein Gott. Stellen Sie Aufnahmegeräte auf. So erhält die Republik eine Aufnahme des Geschehens. Mhm. Die anderen Gruppen hier haben ohne Zweifel ihre eigenen geheimen Ziele. Bitte überprüfen Sie die Kommunikationen, sodass die Republik nicht von ihren Forderungen mit V überrascht wird. Sie sollten dazu eine der Konsolen für die Konferenz verwenden können. Naja, komm, das Wort vor ist drin, das kann man auch mal falsch schreiben. Ja, naja. Ich meine, bei den Klingonen ist es eher so ein, dieses Aufstellen eher so ein Akt, was man für einen Geheimdienst machen. Hier machen sie es ja ganz offen, so indirekt. Okay. Ich geh mal rum. Wo stellt man die denn auf? Ich habe gar keine Kreise.
Die sind auch sehr wagemutig, dass sie sich einfach auf dieses Kraftfeld stellen. Wenn hier mal so eine Energieschwankung ist, dann macht es aber schwuppdiwupp und weg. Im äußeren Ring sind so diese Plattformen, wo die später draufstehen, die Repräsentanten. Und da kann man jeweils eins platzieren. Sieht ein bisschen aus wie bei Stargate, die Konsole hier, wa? Ein bisschen. Also was ich eben ansprechen wollte wegen Darkseid und so weiter. Also Toni und ich, wir hatten eben schon über Star Wars Rogue One oder Rogue One, Star Wars Story gesprochen. Der jetzt kürzlich angelaufen ist, den wir schon geguckt haben hier. Und ja, ohne euch zu spoilern mit irgendwelchen Stories, es gab ein paar Gänsehautmomente, also zumindest bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber definitiv. Es gab ein paar schöne Anspielungen an die klassischen Filme. Viele kleine Easter Eggs, wenn man die Zeichentrickserien guckt oder geguckt hat. Star Wars Clone Wars. Genau. Und Rebels, was jetzt aktuell läuft. Schon cool. Verfolgen Sie die Kommunikation halt bei mir als nächstes. Wo ist denn das? Das ist die Konsole. Tuvok steht in der Konsole in der Mitte, also in dem Kreis, und am Rande ist so eine Sphärenkonsole. Hier Frequenzen überprüfen. Genau. Okay. Scannen Sie die verschiedenen Frequenzen und hören Sie den Gesprächen zu, bis Sie die Frequenzen der Konferenzen finden. Frequenzscan beginnen. Rauschen. Kontaktfrequenz 138,6. Konferenz, wir wollen nicht, dass die Romulaner denken. Frequenz anzapfen. Keine Zeichen einer Infiltrierung des Tal Shiars, aber wir müssen die Logs weiter durchsuchen. Okay. Also ich hab's abgeschlossen. 166. Of the conference security. We don't want the Romulans to think that we're... Oh. So, kehren Sie zu Tuvok zurück. Mit Tuvok sprechen. The delegates have all arrived. The presentation will begin shortly. You have some time to familiarize yourself with the other ambassadors and their positions. I suggest that you do so. Fortsetzen. Okay, mit wem fangen wir an? Machen wir Föderation, die steht gerade hinter uns. Glaube ich, oder? Nee. Ich stehe jetzt beim Xindi, was ist das? Sugihara? Nee. Ja, dann gehen wir zu Wo ist denn der Föderation? Auf der Nee, das ist Föderation, genau. Das ist ja Föderation. Okay. Mit welchem fangen wir an? Sugihara? Okay. The Federation's position is quite clear. We believe the only way to safeguard the future of the Alpha and Beta quadrants is for all of the galactic powers to behave as reasonable entities and work together to oppose those who would threaten our worlds. It doesn't matter if that threat comes from the Undine, the Borg, or the Iconians. The response is the same. Das war unerwartet kurz. Danke, Botschafter. War das der Botschafter, der uns so zugequasselt hat, mal auf dieser wir sollen uns zwischen Föderation und Klingonen entscheiden Konferenz? Richtig, ja. Okay. So seitenlang habe ich Meta-Jokes, schön. Sprechen Sie mit dem Sindi-Delegierten. The Zindi are here to support Admiral Tuvok's call for cooperation. We know what tragedies befall a people who are being manipulated by outsiders, as we once were. The Undine's lies and manipulation remind us of the Sphere Builders, whose deceptions led us to make one of the greatest mistakes in our history. There are 5 races on my world. We all know reaching a consensus can be difficult, but the Zindi are living proof that if we put aside animosity, our differences can make us stronger. Selbst 300 Jahre danach sind sie immer noch auf die Sphärenbauer sauer. Ja. Ich glaube, das ist eher ein Hinweis auf so ein Foreshadowing, vielleicht. Achtung, in 5 Season könnten die vorkommen oder so. Ja, genau. Wo ist denn hier der nächste?
Unser lieber Botschafter Stars, der steht direkt dahinter. Ah, okay. Moment, bin gleich da. Das ist ja riesig. Noch viel zu riesig. Ja, bei Deep Space Nine hatten wir wenigstens noch einen Tisch, wo wir dann mit ihm reden konnten. Genau, richtig. So, mit Stars. The Romulan Republic has thus far proven to be a fairly reliable ally. If you wish to continue to make a positive impression on the Empire, when you speak with the other delegates, you should underscore the severity of the threat posed by these shapeshifters. You are familiar with the machinations of the Tal Shiar. Imagine if they had the ability to appear as anyone at any time. That is the danger of the Undine. Danke, Botschafter. Sehr nett. Rechts von uns ist noch irgendwas. Ja. Bam, hinten. Ach, Titan. Mit Pro-Konsul Titan sprechen. We will have an opportunity to take a leadership role here. Our knowledge of the Solanae sphere should be an advantage. In addition, we control the gateway to the spheres in Taudewa space. We've built a home, and you fought to preserve it. Now, we need to secure our place among the stars. Wir werden hier noch einige andere Entscheidungen treffen müssen. Wie sieht es mit den Undinen aus? Yes, the Undine. Very interesting. My security advisors have been looking over the data, and we are all very curious to hear what you and Admiral Tuvok have to say on the matter. Okay, 2 Auswahlmöglichkeiten. Danke für Ihre Teilnahme, Pro-Konsul. Bitte nehmen Sie am Podium Platz. Oder es wurde ein Podium für die romulanische Delegation vorbereitet. Wow. Welchen Unterschied? Ich würde das obere nehmen, das ist höflich, ja. Sie haben mit Angesandten der Delegation gesprochen. Kehren Sie nun zu Admiral Tuvok zurück. Was für ein Energieaufwand, dass diese Platten jedes Mal erst aus dem Boden fahren müssen, wo wir da ja, genau. kommen, ne? Mit Tuvok sprechen. We are almost ready to begin. Will you complete the final preparations for the conference while I speak to Captain Sean? After that, your assistance in encouraging everyone to take their seats would be appreciated. I must join the Federation delegation. Verstanden. Ich werde die Vorbereitung abschließen und weise danach die Plätze zu. Toll. Ein großer Admiral und man... Ja, Platzanweiser. Ach, direkt hier ist diese Konsole. Raum rekonfigurieren. Diese Drehanimation sieht ein bisschen aus wie Deep Space Nine von oben. Ja, ja, stimmt. Ein paar mehr Polygone vielleicht, oder... Nicht Polygone, wie heißen die denn noch? Die... Ja, Polygon ist richtig, oder? Polygon? Ist richtig? Ich dachte, das wäre so eine Grafikeinheit, Polygon. So, was wolltest du denn sagen? Ne, diese Zapfen da, wo sie die Schiffe dran andocken. Achso, mehr Andockplätze. Sieht man in der Mitte auch immer diese ikonianische oder Solanae-Symbole. Wo wir in der letzten Folge schon gemeint haben, normalerweise sind die immer mit irgendwelchen LKs-Dingern hinterlegt. Vorher nicht aufgefallen. Echt nicht? Okay. Nee. Mit Delegierten, also einfach irgendjemanden hier den Platz zuweisen. Yes, I'm going. Ich bin bei den Bajoranern. Ich war gerade bei den Kardassianern. Ich wollte gerade gehen, hetzen Sie mich nicht. Danke. Das ist aber schon sehr Ferengi-like. Ja. Nee, das war Bajoranerin. Don't rush me. Ja. Jetzt bin ich bei Ferengi. Yes, I will take my seat. Hätten Sie mal da lieber Ackermann Kran genommen. Oder dich. Du kannst die Ferengi auch ganz gut. Oh, gib mir Mühe. Haben Sie diese tollen Lampen, die eigentlich nichts weiter sind als ein orangener Balken, eigentlich jetzt auch nachträglich aufgestellt für mehr Licht? Ich glaube, nee, das war vorher das Einzige, was geleuchtet hat. Nee, das war vorher das Einzige, was wirklich geleuchtet hat.
Die werfen auch einen sehr unnatürlichen Schatten, wenn du das mal anguckst. Ja. Ja, schon. Aber zumindest passt es jetzt. Es hat man zumindest mehr Licht. Mhm. So, ist jetzt hier noch einer, den ich nehme. Da. Irgendwas ist hier noch. Ach, die sind die, okay. I suppose we can begin. Die sprechen irgendwie so ein bisschen wie Briten, ne? Mhm. Ein bisschen hochtrabend. So hochtrabend und langsam. I suppose we should begin. Genau. So, Präsentation starten. The Undine represent a clear and present danger to not only the Federation, but also the Klingon Empire and Romulan Republic. The damage done here by a mere handful of ships is clear evidence for the need for cooperation. With respect, Admiral, the Romulan Republic is quite capable of leading exploration and security measures here, just as we have led efforts to secure the Solanae sphere. My militia... I find it interesting that the Federation suddenly has concerns about the Undine now. Where was the Federation when the Empire discovered Undine infiltrators in the Alpha Quadrant? Or is the Federation only interested now the Undine threatens something you want? Given the exceptionally complicated nature of such Ambassador, given what we now know, that was a mistake. The Empire recognized the Undine threat years ago. We didn't. You admit you are wrong? The evidence provided by Admiral Tuvok and his team is sound. Thank you, Captain Sean. However, dwelling on past mistakes will not solve the problems of the present. Our fleet stands ready to protect both spheres from the Undine. The Undine can wait. We have more important business to discuss. Who owns this sphere? I represent a consortium of businessmen on Ferenginar. We are prepared to invest significant venture capital into transforming this sphere into a vacation destination to rival Risa. I have a proposal of $500,000 of... What's that? Tuvok to Voyager. Report. A massive fleet of Undine vessels just appeared from a rift. They're setting a course for the gateway. The Undine? What do they want? Unknown. Direct to Lisette. Track their course. Enterprise to Captain Sean. We're receiving a distress signal from Earth's space dock. Sean to Federation Fleet. Red alert. Prepare for immediate departure. The Federation is our enemy, but the Undine attack like assassins in the night. We will crush the Kamiku!